Es ist ein warmer Abend im Urlaubsparadies Bali. Polly Miller ist im Urlaub, zusammen mit ihrem Mann Dan, mit seinem Rugby-Team und mit Freundinnen. Menschen, die ein Turnier besuchen und feiern wollen. Für Polly und Dan ist diese Reise jedoch mehr als nur ein Urlaub. Vor 2 Jahren haben sie sich genau hier kennengelernt, auf Bali. Dan nahm damals mit seinem Rugby-Team am Bali Tens Turnier teil, demselben Turnier, das sie nun erneut besuchen. Als sein Team abends im Paddy's Pub ausging, mitten im Nachtleben von Kuta, trafen sich ihre Wege. Sie verliebten sich. Und jetzt sind sie zurück, 5 Wochen nach ihrer Hochzeit. An diesem Abend entscheidet sich ein Teil ihrer Gruppe, gemeinsam auszugehen. Polly und Dan sind dabei. Auch Pollys beste Freundin Annika, die zugleich ihre Trauzeugin ist. Sie gehen in den Sari Club, einer der beliebtesten Orte der Insel, nur wenige Meter entfernt vom Paddy's Pub, dem Ort, an dem alles begonnen hat. Es ist kurz nach 11 Uhr, als sie mit einer 10-köpfigen Gruppe den Club betreten. Es ist ein ausgelassener Abend. Ein Abend, der einfach nur schön sein soll. Drinnen beugt sich Dan zu Polly. Willst du etwas trinken? Polly nennt ihm ein Getränk und die Männer gehen zur Bar. Polly und ihre Freundin bewegen sich zur Tanzfläche. Dort angekommen, zerreißt plötzlich eine gewaltige Explosion den Raum. Polly wird durch die Luft geschleudert. Alles stürzt über ihr zusammen. Staub, Hitze, Dunkelheit. Sie liegt unter Trümmern, eingeklemmt, unfähig sich zu bewegen. Und dann spürt sie etwas. Feuer. Überall Feuer. Auch ihr Körper steht in Flammen. In Panik beginnt sie, sich aus den Trümmern zu befreien, sich hochzuziehen und durch den Schutt zu kämpfen. Irgendwie gelingt es ihr, dem Inferno zu entfliehen, durch eine Lücke im eingestürzten Dach. Sie rennt, noch immer in Flammen stehend. Sie springt von den Trümmern, stolpert in eine schmale Gasse. Vorbeifahrende Balinesen sehen sie, sind entsetzt, ihre Haare brennen. Ein australischer Footballspieler eilt herbei und löscht das Feuer an ihrem Körper. Er verhindert, dass ihr Gesicht in Flammen zum Opfer fällt. Trotzdem sind 43% ihrer Haut verbrannt. Aber das Wichtigste ist, Polly überlebt. Die 9 anderen Mitglieder ihrer Gruppe tun es nicht. Darunter ihr Mann Dan und ihre beste Freundin Annika. Polly ist die einzige. Und während sie Stunden später verletzt, verbrannt und benommen auf einem Krankenhausbett liegt, formt sich in ihrem Kopf nur eine einzige Frage. Was zur Hölle war passiert? In der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 2002 wird das Urlaubsparadies Bali zum Schauplatz eines der tödlichsten Terroranschläge der jüngeren Geschichte. Kurz nach 23 Uhr explodieren auf der beliebten Partymeile von Kuta mehrere Bomben. 2 Nachtclubs werden getroffen. Eine weitere Bombe detoniert vor dem US-Konsulat in Denpasar. Am Ende sind 202 Menschen tot, über 200 weitere verletzt, viele von ihnen schwer. Zahlreiche Opfer tragen schwere Verbrennungen davon. Die meisten der Toten stammen aus Australien, insgesamt 88. Auch 38 Indonesier sterben in dieser Nacht. Dazu viele Briten, Amerikaner und auch 6 Deutsche. Was sich zunächst wie ein gezielter Angriff auf westliche Touristen liest, ist in Wahrheit mehr als das. Dieser Anschlag ist kein Zufall und schon gar keine spontane Tat. Die Bomben von Bali sind das Ergebnis jahrelanger Radikalisierung, einer klaren Ideologie und einer Organisation, die längst beschlossen hatte, den Terror nach Südostasien zu tragen. Verantwortlich ist die islamistische Terrororganisation Jamia Islamiyah, die Islamische Gemeinschaft, kurz JI. Ihr Ziel? Die Errichtung eines islamischen Gottesstaates in Südostasien. Ein Kalifat, das sich von Südthailand über Malaysia und Indonesien bis nach Australien erstrecken soll. Die ideologischen Wurzeln dieser Gruppe reichen weit zurück. Jamia Islamiyah entsteht Anfang der 1990er Jahre als Abspaltung der Bewegung Darul Islam, eine Organisation, die bereits seit den 1940er Jahren für einen islamischen Staat in Indonesien kämpfte. Der grundlegende Konflikt zwischen Islamisten und Säkularisten war mit der indonesischen Verfassung von 1945 eigentlich entschieden worden, zugunsten eines säkularen Staates. Doch Elemente von Darul Islam schürten in den 1950ern und frühen 1960er Jahren weiterhin sporadische Aufstände.
Diese ebbten nach der Gefangennahme ihres Anführers 1962 zunächst ab. Ende der 1970er Jahre jedoch führte das indonesische Militär nach Auffassung der NGO International Crisis Group eine verdeckte Operation durch, die radikale Islamisten, darunter auch ehemalige Darul-Islam-Kämpfer, gezielt aus ihren Verstecken locken sollte. Durch Anreize, vermutlich finanzieller Art, wurden frühere Anführer zur Reaktivierung ihrer Netzwerke ermutigt. Die Operation sollte eine Bedrohung erzeugen, die der Staat anschließend unterdrücken konnte. Doch sie hatte unbeabsichtigte Folgen. Aus diesen reaktivierten Strukturen gingen neue militante Gruppen hervor. Darunter Vorläufer jener Bewegung, aus der später die Jamia Islamiyah entstehen sollte. Offiziell gegründet wird die JI schließlich 1993 im malaysischen Exil. Ihr Gründer Abdullah Sungkar. Nach internen religiösen Streitigkeiten entschied sich Sungkar 1993, von Teilen der Vorläuferbewegung zu trennen und beschreitet von da an einen eigenen, radikaleren Weg. Schon zuvor hatte er und sein Weggefährte Abu Bakr Bashir islamistische Netzwerke aufgebaut, religiöse Schulen betrieben und hunderte junger Männer ideologisch geprägt. Nachdem ihnen Mitte der 1980er Jahre erneut Haft droht, fliehen Sungkar und Bashir nach Malaysia. Zudem kämpfen und trainieren in den 1980er und 1990er Jahren nahezu alle späteren JI-Kader in Afghanistan. Seite an Seite mit den Mudschahidin, den Heiligen Kriegern. Dort knüpfen sie enge Kontakte zu Al-Qaida. Diese Afghanistan-Veteranen kehren später nach Südostasien zurück. Mit militärischer Ausbildung, mit internationalen Kontakten und mit einer radikalisierten Weltsicht. Parallel dazu verändert sich Indonesien selbst dramatisch. Nach über 30 Jahren autoritärer Herrschaft tritt Präsident Suharto im Jahr 1998 zurück. Ausgelöst durch Studentenproteste und die asiatische Finanzkrise. Der Staat verliert an Kontrolle. Polizei und Militär sind geschwächt. Die Wirtschaft liegt am Boden. Politische Zuständigkeiten bleiben unklar. In diesem Machtvakuum können islamistische Gruppen wachsen. Und auch Sungkar, Bashir und viele ihrer Anhänger kehren nach Indonesien zurück. Zur gleichen Zeit entscheidet die Führung der Jamia Islamiyah in Malaysia, Indonesien ist bereit für den Dschihad. Zellen der JI in Malaysia, Singapur, Indonesien und auf den Philippinen führen Aufklärungsoperationen durch. Sie planen Anschläge auf westliche Ziele in der Region und sind bereits für mehrere Bombenattentate verantwortlich. Dann geschieht der 11. September 2001. Die Anschläge in den USA wirken wie ein Katalysator. Viele Muslime in Indonesien sind über die Ereignisse in New York und Washington entsetzt, lehnen jedoch die Reaktion der USA ab. Der Einmarsch in Afghanistan, später auch in den Irak, verstärkt ihren Eindruck. Der sogenannte Krieg gegen den Terror ist in Wahrheit ein Krieg gegen den Islam. Viele JI-Mitglieder sehen sich nun als Teil eines globalen Kampfes gegen den Westen. Gemeinsam mit Al-Qaida plant Jamia Islamiyah daher Anschläge auf westliche Ziele in Singapur. Botschaften, Firmen, Militäranlagen. Doch diese Pläne werden Ende 2001 vereitelt. Mehrere Zellen fliegen auf. Mitglieder werden verhaftet. Bali wird zum Plan B. Die Insel gilt als Symbol des verhassten westlichen Lebensstils. Alkohol, Nachtclubs, Freizügigkeit. Bali ist zudem leicht zugänglich und kaum gesichert. Und voller Australier, Amerikaner und Europäer. Für die Täter ein legitimes Ziel. Im Jahr 2002 fällt die endgültige Entscheidung. Führende JI-Mitglieder, darunter Imam Samudra, Mukhlas und Amrosi, erhalten Geld, Material und Unterstützung aus dem Umfeld von Al-Qaida. Der Anschlag soll spektakulär sein. Er soll Angst verbreiten. Und er soll der Welt zeigen, Jamia Islamiyah ist handlungsfähig. Als Datum wählen sie die Nacht vom 12. auf den 13. Oktober. Nicht zufällig. Es ist eine der touristisch stärksten Zeiten des Jahres in Kuta Beach. Viele australische Sportmannschaften verbringen dort ihren Saisonabschluss. Die perfekte Gelegenheit. Und die Planung beginnt. Einige Wochen vor dem 12. Oktober 2002 richten Mitglieder einer Zelle der Jamia Islamiyah in einem zweistöckigen Haus in der Manjangan-Straße 18 in Denpasar eine Werkstatt ein. Ein gewöhnliches Wohnhaus, unauffällig und spektakulär. Hier bauen mehrere Männer in den folgenden Tagen die Bomben. Vermutlich unter der Anleitung von Azahari bin Hussein, einem promovierten Universitätsdozenten. Kurz darauf kaufen 3 der Attentäter, Amrosi, Idris und Ali Imron, ein Motorrad, eine neue Yamaha. Beim Kauf fragen sie den Verkäufer beiläufig,
wie viel Geld sie wohl bekämen, wenn sie die Maschine nach ein paar Tagen wieder zurückverkaufen würden. Die Frage wirkt seltsam. So seltsam, dass der Verkäufer sich später noch an die 3 Männer erinnern wird. Am Abend des 12. Oktober fährt Ali Imron mit dem Motorrad zum US-Konsulat nach Denpasar. Dort legt er an einer unauffälligen Stelle ein Nokia 5110-Handy ab. Das Mobiltelefon ist mit Sprengstoff verbunden, eine fernzündbare Bombe. Kurze Zeit später übergibt Ali Imron seinem Komplizen Idris das Motorrad. Anschließend setzt sich ein unscheinbarer Minivan in Bewegung. Er fügt sich ein in den samstäglichen Verkehr von Kuta. Mopeds, Taxis, Touristen zu Fuß. Am Steuer sitzt erneut Ali Imron. Gemeinsam mit 2 weiteren Männern fährt er den Wagen Richtung Kuta. Idris folgt ihnen auf dem Motorrad. Der Minivan ist beladen, schwer beladen. Die Bombe auf der Ladefläche wiegt über 1 Tonne. Kein präzises militärisches Sprenggerät, sondern eine rohe, zerstörerische Konstruktion. Genug, um einen ganzen Straßenzug in Schutt und Asche zu legen. In der Nähe des Sari Clubs hält Ali Imron an. Einer der beiden Mitfahrer legt seine Sprengstoffweste an. Der andere bereitet sich auf seine Aufgabe vor. Der Attentäter mit der Sprengstoffweste macht sich auf den Weg zu Paddys Pub. Der zweite bleibt im Fahrzeug. Er kann eigentlich gar nicht fahren, nur geradeaus. Doch mehr braucht es nicht. Er setzt sich hinter das Steuer des Minivans und fährt los. Die wenigen Meter bis zum Sari Club. Währenddessen steigen Ali Imron und Idris auf das Motorrad und fahren zurück Richtung Denpasar. Ihre Flucht beginnt, noch bevor die Explosionen die Nacht zerreißen. Irgendwann während der Fahrt wählt Ali Imron eine Nummer. Die Nummer des Nokia-Handys vor dem US-Konsulat. Die Bombe detoniert. Der Sprengsatz richtet dort allerdings nur geringen Schaden an. Doch seine Bedeutung ist eine andere. Er ist ein Zeichen. Eine Botschaft. Der Anschlag dieses Abends richtet sich nicht nur gegen Touristen, sondern gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten im sogenannten Krieg gegen den Terror. Der erste Selbstmordattentäter mit der Sprengstoffweste hat inzwischen Paddys Pub erreicht. Als er eintritt, ist es laut, eng, heiß. Menschen lachen, tanzen, stoßen miteinander an. Dann, um 23:05 Uhr, sprengt er sich mitten auf der Tanzfläche in die Luft. Menschen werden zu Boden geschleudert, Scheiben bersten. Rauch füllt den Raum. Wer überlebt und noch stehen kann, drängt nach draußen, weg von der Explosion. Hinüber auf die Straße. Genau dorthin, wo in wenigen Metern Entfernung der Minivan wartet. Der zweite Attentäter ist bereit. Wenige Sekunden nach der ersten Explosion zündet er den Sprengsatz. Die massive Autobombe detoniert mit einem gewaltigen Schlag. Die Explosion zerreißt den Sari Club vollständig. Die Druckwelle reißt Mauern ein, schleudert Fahrzeuge durch die Luft, verwandelt Glas in tödliche Geschosse. Ein Feuerball schießt durch das Gebäude. Das Dach stürzt ein. Menschen werden unter den Trümmern begraben. Dann bricht überall Feuer aus. Flammen fressen sich durch Holz, Stoff und Plastik. Benzin, Alkohol, Einrichtungsgegenstände, alles wird zu Brennstoff. Wer die Explosion überlebt hat, stirbt in den Minuten danach. Verbrennt, erstickt, kann sich nicht mehr befreien. Die Straße wird zur Hölle aus Hitze, Rauch und Schreien. Während in Kuta das Chaos ausbricht, lassen die Täter ihre letzten Spuren zurück. Das Motorrad lassen sie an irgendeiner Moschee stehen. Die überlebenden Attentäter verschwinden in der Nacht. Als der Morgen langsam anbricht, zeigt sich das ganze Ausmaß der Tat. 2 Nachtclubs sind zerstört. Ganze Straßenzüge liegen in Trümmern. Überall sind Tote und Verletzte. Mehr als 200 Menschen werden sterben. Menschen aus über 20 Nationen. Viele verbrennen dort, wo sie Minuten zuvor noch getanzt und gefeiert haben. Andere ersticken im Rauch, eingeklemmt unter dem Schutt. Es ist einer der tödlichsten Terroranschläge des 21. Jahrhunderts. In den Stunden nach den Explosionen versinkt Kuta im Chaos. Das örtliche Krankenhaus ist auf ein solches Ausmaß an Verletzten völlig unvorbereitet. Besonders die Zahl der schwer verbrannten Opfer überfordert Ärzte und Pflegepersonal. Viele Verletzte werden notdürftig versorgt. Einige werden in Hotelpools in der Nähe der Explosion gelegt. Das Wasser soll die Schmerzen lindern, die Hitze von der Haut ziehen. Für viele reicht das nicht aus. Sie werden über tausende Kilometer ausgeflogen. Nach Darwin, nach Perth,
in Spezialkliniken für Brandverletzungen. Während Rettungskräfte um Leben kämpfen, beginnt fast zeitgleich eine der größten Ermittlungen in der Geschichte Südostasiens. Durch einen Zufall sind Beamte der australischen Bundespolizei, der AFP, bereits auf Bali. Ein Drogendezernat, eine Einheit zur Bekämpfung von Menschenhandel, dazu AFP-Beamte, die von UN-Einsätzen in Osttimor beurlaubt sind. Um 2:39 Uhr morgens geht die erste Meldung nach Canberra. Eine massive Explosion auf Bali, viele Tote, viele Verletzte. AFP-Kommissar Mick Keelty wird noch in derselben Nacht geweckt. Er fährt ins Lagezentrum und ein internationales Ermittlerteam nimmt Form an. Australien und Indonesien arbeiten nun enger zusammen als je zuvor. In den folgenden Tagen verdichten sich die Hinweise. Alle Spuren führen zur Jamia Islamiyah. Insgesamt wurden 3 Bomben gezündet. Eine Sprengstoffweste im Paddy's Pub, eine massive Autobombe vor dem Sari Club, ein kleiner Sprengsatz vor dem US-Konsulat. Die Ermittlungen führen die Polizei zu mehreren Schlüsselfiguren. In den kommenden Monaten und Jahren werden mehrere von ihnen festgenommen, vor Gericht gestellt und verurteilt. 3 von ihnen, Amrosi, Imam Samudra und Mukhlas. Alle 3 erhalten die Todesstrafe. Der mutmaßliche Bombenbauer Azahari bin Hussein, der als technisches Mastermind hinter den Anschlägen gilt, entkommt. Vorerst. Im Jahr 2005 stirbt er bei einer Polizeirazzia auf Ostjava. Er hat sich in seiner Wohnung selbst in die Luft gesprengt. Am 9. November 2008, nach jahrelangen Berufungen in internationalen Debatten, werden die 3 zum Tode Verurteilten auf der Gefängnisinsel Nusa Kambangan durch ein Erschießungskommando hingerichtet. Bis zuletzt zeigen sie keine Reue. Kurz vor ihrem Tod rufen sie Allahu Akbar. Ihre Beisetzungen lösen Unruhen aus. Für ihre Anhänger sind sie Märtyrer. Der Anschlag von Bali verändert Indonesien nachhaltig. In den Jahren danach wird der Antiterrorapparat massiv ausgebaut. Zwischen 2002 und 2021 werden rund 876 JI-Mitglieder verhaftet. Die Organisation wird geschwächt. Großanschläge werden seltener. Doch die JI verschwindet nicht. Ab etwa 2009 beginnt Jamia Islamiyah unter der neuen Führung von Para Wijayanto einen strategischen Kurswechsel. Weg vom offenen Terror, hin zu Missionierungsarbeit, politischer Unterwanderung von Parteien und Vereinen und dem Versuch, langfristigen Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Die neue Strategie trägt einen Namen: Strategie Tamkin. Ein geduldiger, methodischer Aufbau von Macht, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich und politisch. JI investiert in Schulen, Wohltätigkeitsorganisationen, Unternehmen. Ihre Mitglieder arbeiten in Behörden, Universitäten, Vereinen, unter Verschleierung ihrer Zugehörigkeit zur Jamia. So will sie ihr Ziel zur Errichtung eines islamischen Staates doch noch erreichen. Irgendwann, wenn die Zeit reif ist. Parallel zu dieser Entwicklung entsteht eine neue Bedrohung: der Islamische Staat. IS-nahe Gruppen verüben in den 2010er Jahren Anschläge in Indonesien. Oft noch brutaler und noch unberechenbarer. Die JI bleibt währenddessen im Hintergrund. 2019 wird schließlich der JI-Führer Para Wijayanto verhaftet. Aber selbst in den Jahren danach zeigen weitere Festnahmen, die Organisation ist nicht so leicht unterzukriegen. Der Anschlag von Bali war ein Wendepunkt. Für Indonesien, für Australien und für den globalen Kampf gegen den Terror. Für Menschen wie Polly Miller aber ist er vor allem eines geblieben: ein Moment, der alles zerstört hat. Zwar hat Polly die Nacht schwer verletzt überlebt, aber 43% ihres Körpers sind verbrannt. Monate voller Operationen, Hauttransplantation und wahnsinnigen Schmerzen folgen. Im Krankenhaus erkennt Polly jedoch auch, wie außergewöhnlich die Hilfe ist, die sie dort erfährt. Eine Krankenschwester berichtet ihr, dass es leider kaum Spenden für erwachsene Brandopfer gibt. Polly beschließt daher, etwas zurückzugeben. Sie gründet einen Fonds im Namen ihres Mannes Dan. Eine Organisation, die Brandverletzten hilft und die zugleich ihr eigener Weg zurück ins Leben wird. Der Fonds gibt Polly etwas zurück, das ihr in jener Nacht genommen wurde: Sinn, eine Perspektive, einen Grund, weiterzuleben. Doch im Jahr 2005 holt Polly die Vergangenheit erneut ein. Sie hat gerade erst begonnen, wieder mit der Londoner U-Bahn zu fahren, nach 2 Jahren der Angst. Dann kommen die Anschläge auf die Londoner Metro im Juli. Im Oktober desselben Jahres will sie schließlich nach Bali zurückkehren. Zum ersten Mal, zum 3. Jahrestag des Anschlags. Sie will sich dort verabschieden und Frieden schließen. 4 Tage vor ihrem Abflug explodiert erneut eine Bombe auf Bali, am Jimbaran Beach. Genau dort, wo sie übernachten wollte. Dieser Zufall trifft sie hart. Erst jetzt sucht sie sich professionelle Hilfe, um das Erlebte zu verarbeiten.
sich dem zu stellen, was sie zu lange verdrängt hat. Es dauert Jahre, aber irgendwann geht es ihr besser. Auch ihr Körper heilt, Schritt für Schritt. Heute lebt sie mit Schmerzen, mit Medikamenten, mit Asthma, mit Narben. Aber sie lebt und sie gibt nicht auf. Die Bomben von Bali haben 202 Menschen das Leben genommen und sie haben unzählige weitere für immer verändert. Damit sind wir am Ende der heutigen Geschichte angekommen. Was denkt ihr über den Anschlag von Bali? Über eine Ideologie, die gezielt Zivilisten ins Visier nimmt? Und über die Frage, wie Gesellschaft mit einer solchen Gewalt umgehen sollen? Und wie bewertet ihr den Weg der Jamia Islamiyah nach dem Anschlag? Rückzug, Anpassung, Infiltration statt offener Gewalt? Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft weitere True Crime Geschichten aus der politischen Zeitgeschichte sehen möchtet, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. So verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal.